Die Sicherheitskameraaufnahme war nur 47 Sekunden lang. Aber als Laura an jenem Morgen auf Play drückte, saß sie 3 volle Minuten lang völlig still. Kein Wort, keine Bewegung. Sie schaute einfach nur. Und was sie auf diesem Bildschirm sah, erklärte alles. Das Bett, das Sofa, die Badezimmertür, die nie mehr geschlossen blieb. Die 14 Monate, in denen sie keine einzige Nacht allein verbracht hatte. Auf einmal ergab alles einen Sinn. Aber um zu verstehen, was die Kamera wirklich aufgezeichnet hat, müssen wir von vorne anfangen. Laura Hoffmann war 27 Jahre alt, als Raptor in ihr Leben trat. Sie suchte keinen Hund. Neue Stadt, neuer Job, 2 Koffer und eine Matratze auf dem Boden. Ihre Freunde weit weg, ihre Familie noch weiter. Jeden Abend kam sie nach Hause und es empfing sie das Gleiche. Stille. Nicht die angenehme Art, die Art, die dir von Zimmer zu Zimmer folgt. Ihr Nachbar war Boa-Bowl-Züchter. Eines Nachmittags klopfte er an ihre Tür. »Ich habe einen Hund«, sagte er. »Er braucht jemanden, der viel zu Hause ist.« Laura lachte. »Ich arbeite 12-Stunden-Schichten.« »Er ist sehr anpassungsfähig«, sagte der Nachbar. Das war die Untertreibung des Jahrhunderts. Raptor war 8 Monate alt, als er ankam. 80 Kilo Muskeln, gelbbraunes Fell, schwarze Schnauze. Ein Gesicht so zerknittert, dass es aussah, als hätte Gott ihn zusammengeknüllt und es sich dann anders überlegt. Er kam rein, schaute sich kurz um und setzte sich direkt auf ihre Füße, nicht neben sie, auf ihre Füße. Laura schaute runter. Er schaute hoch. Sein Gesicht verriet nichts, nur ruhig, sicher, überzeugt. »Das hier gehört mir jetzt, du auch.« Sie widersprach nicht. Echt jetzt, in der ersten Woche lernte sie seine Regeln. Regel 1: keine geschlossenen Türen. Am 2. Tag versuchte sie, die Badezimmertür zu schließen. Raptor setzte sich davor und ließ einen langen, theatralischen Seufzer los. Sie öffnete die Tür. Er legte sich auf den Badvorleger und starrte den Duschvorhang an. Als sie rauskam, bewegte sich sein Schwanz einmal, langsam. Siehst du, war doch nicht so schwer. Regel 2: das Bett gehörte ihm. Nicht zur Hälfte, nicht geteilt. Seins. Laura bekam die linke Kante, etwa 40 cm Breite, an einem guten Abend. An einem schlechten Abend bekam sie das Kissen und den Blick auf seinen Rücken. Sie kaufte ihm ein orthopädisches Hundebett, extra groß, 4 Monate lang unbenutzt in der Ecke. Regel 3: das Abendessen war Gemeinschaftssache. Jeden Abend, ohne Ausnahme, positionierte Raptor seinen riesigen Kopf auf Tischhöhe und beobachtete jede Gabel auf ihrem Weg vom Teller zum Mund. Nicht betteln, überwachen. Wenn Laura ohne ihn aß, fand er sie innerhalb von 30 Sekunden, eine schwere Pfote auf ihrem Fuß. »Ich bin hier, du isst nicht allein.« Also Leute, ihre Kollegen dachten, sie wäre nicht mehr ganz dicht. Er schläft in deinem Bett? Er folgt dir ins Bad? Der wiegt mehr als du. Laura lächelte nur. Denn hier ist, was euch niemand erzählt, wenn ein Hund nicht von eurer Seite weicht. Die Stille hört auf. Nicht dramatisch, langsam, einen Abend nach dem anderen. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn man nach Hause kommt und die Wohnung einfach zu groß ist, zu still, zu leer, wenn man das Licht anlässt, nur damit es sich weniger einsam fühlt? Laura kannte das sehr gut. Laura kämpfte seit ihren frühen 20ern mit Angstzuständen, Gedankenkarussell um 2 Uhr nachts, im Dunkeln liegen, zu müde zu schlafen. Raptor hat das geheilt, ohne es zu versuchen. Er schlief jede Nacht auf dem Boden neben ihrem Bett, der Klang seines Atems, tief, langsam, völlig unbeeindruckt von der Welt, brachte ihre Gedanken zur Ruhe. Keine Medikamente, nichts weiter. Nur 80 Kilo Hund, der um Mitternacht atmet wie ein kaputter Heizkörper. Du hast noch nicht abonniert? Drück jetzt auf Abonnieren. Du willst sehen, was diese Kamera aufgenommen hat. 4 Monate später veränderte sich etwas. Laura schlief zum ersten Mal seit 2 Jahren wieder durch. Sie kochte abends, statt zu bestellen. Sie rief ihre Mutter zurück. Kleine Dinge, die Art, die man nicht bemerkt, bis man es plötzlich tut. Ihr Nachbar fragte sie eines Morgens, wie Raptor sich einlebe. Er hat meine gesamte Wohnung übernommen. Das machen die so. Ich hab's zugelassen. Der Nachbar lächelte. Dann kam die Nacht, die alles erklärte. Es war ein Dienstag, 2:17 Uhr morgens. Laura schlief. Raptor nicht. Die Sicherheitskamera im Flur hat alles aufgezeichnet. Um genau 2:17 Uhr stand Raptor von seinem Platz neben dem Bett auf. Er bellte nicht, er lief nicht hin und her.
Er ging zur Eingangstür, stand 11 Sekunden lang völlig still, lauschte. Dann zum Fenster, schaute raus, Ohren nach vorne. Dann zurück zur Schlafzimmertür, dann zu Lauras Seite des Bettes. Er senkte seinen Kopf und überprüfte ihren Atem, ganz nah, ganz leise. Dann kehrte er zurück und legte sich wieder hin. Kein Drama, keine Aufregung, einfach erledigt. Der gesamte Rundgang dauerte 4 Minuten und 33 Sekunden. Um 3:44 Uhr machte er es erneut und wieder um 5:02 Uhr. 3 vollständige Runden, jede Nacht, 14 Monate lang, während Laura schlief, während sie glaubte, allein zu sein. Sie war es nie. Sie schaute sich die Aufnahme 4-mal an. Beim ersten Mal dachte sie, sie hätte sich geirrt. Beim zweiten Mal fing sie an zu weinen. Beim dritten Mal konnte sie nicht mehr aufhören. Beim vierten Mal saß sie einfach da, still, mit zitternden Händen und ließ es wirklich ankommen. Lange sagte sie nichts. Dann schaute sie Raptor an, der wie immer zu ihren Füßen saß. Sein zerknittertes Gesicht, ruhig, sicher. »Du machst das die ganze Zeit«, sagte sie. Sein Schwanz bewegte sich einmal, langsam. Jede Nacht, 14 Monate, über 400 Nächte, jede einzelne davon, ohne dass sie es je gewusst hatte. Er war nicht anhänglich, er war nicht zu viel, kein Hund, der überall sein musste, weil er ängstlich oder kaputt war. Er erledigte einen Job, den niemand ihm zugewiesen hatte, den niemand verlangt hatte, den niemand überhaupt kannte. Jede geschlossene Tür, die er aufstieß, er überprüfte. Jedes Abendessen, das er überwachte, er war präsent. Jede Nacht, die er neben ihrem Bett lag, er hielt Wache. Das Bett, das Sofa, das Badezimmer, die 14 Monate, in denen sie nicht allein war. Es ging nie um ihn, es ging immer um sie. Heute ist Raptor 3 Jahre alt. Er schläft immer noch auf Lauras Seite des Bettes, sprich, er schläft auf dem Bett und Laura schläft auf dem, was übrig bleibt. Er beobachtet jede Mahlzeit wie ein Qualitätsprüfer. Er seufzt dramatisch vor jeder geschlossenen Badezimmertür. Und jede Nacht um 2:17 Uhr zeigt die Kamera dasselbe. Ein 80 Kilo Bourbull, auf Rundgang, jede Tür, jedes Fenster, jede Ecke. Er erledigt seinen Job, jeden Tag, jede Nacht, still, ohne Aufheben, ohne dass ihn jemand darum gebeten hatte. Wenn ein Hund nicht von deiner Seite weicht, nenn es nicht anhänglich, nenn es nicht zu viel. Vielleicht folgt er dir nicht einfach, vielleicht stellt er sicher, dass du nie wirklich allein bist. Manche Hunde brauchen keinen Befehl, nur die Erlaubnis zu bleiben. Raptor hat nie gefragt, ob er gebraucht wird. Er hat es gewusst und seinen Job gemacht, Nacht für Nacht, ohne Dank zu erwarten. Ist ein Hund, der nicht von deiner Seite weicht, zu viel oder genau das, was manche Menschen am meisten brauchen? Schreibt es mir in die Kommentare.